KI-Modelle oder Large Language Models, die private Daten verwenden können und sogar fürs Lernen verwenden können, das wäre ein ziemlicher Gewinn. Aber das ist auch gleichzeitig eine riesige Herausforderung, denn man möchte diese Daten ja trotzdem nicht allen zur Verfügung stellen. Zumindest nicht direkt. Man möchte sie eigentlich geschützt zur Verfügung stellen. Die Informationen hinter diesen Daten zur Verfügung zu stellen, das wäre wiederum in Ordnung. Aber konkrete Patientendiagnosen, konkrete Probleme, konkrete Namen oder Adressen, das will man auf keinen Fall. Und da gibt es einen Ansatz in der Forschung, den ich heute mit euch besprechen möchte. Und das ist Federated Learning. Also sozusagen eine private Trainingseinheit von KI-Modellen auf unseren Geräten. Lasst mich das ein bisschen erläutern. Denn eigentlich lösen Federated LLMs oder Federated Learning löst so viele Probleme, die wir gerade haben mit KI-Modellen. Aber auf der anderen Seite entstehen leider ein paar neue. Und das ist der Grund, warum wir das Ganze noch nicht haben. Okay, wir starten mal vorne. Zunächst einmal, KI-Modelle werden aktuell so trainiert, dass einfach alle Daten zu einem Anbieter gepumpt werden, beziehungsweise der Anbieter sich an diesen Daten einfach bedient. Na, wir kennen ChatGPT oder Gemini oder Llama. Die crawlen einfach das Internet, zum Beispiel mit Times-Artikeln, zum Beispiel mit Wikipedia-Artikeln und so weiter und so fort und kategorisieren die dann, beziehungsweise sortieren sie und machen sie ready fürs Training. Und dieser Ansatz hat natürlich ein paar Probleme, denn sobald ich hier anfange, private Daten zu verwenden, was tatsächlich passiert, denn jeder ChatGPT-Verlauf kann fürs Training benutzt werden, sobald das passiert, haben wir einen einzigen Anbieter, der sehr, sehr viele Daten, sehr, sehr viele wertvolle Daten in sich vereint. Und auch das ist schon passiert, wenn wir uns das Ganze mal angucken. Dann hat der natürlich alle Daten und ist ein super attraktives Ziel für Hacker. Wenn dieser Anbieter von sich aus bösartig wird und die Daten missbraucht oder wenn ein Hacker Zugriff auf diese Daten bekommt, was durchaus passieren kann, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir nämlich ein Datenleck und das wollen wir natürlich vermeiden. Das heißt, was wir aktuell haben, ist eigentlich eine Situation von Single Point of Failure. Wenn an die Daten von Google, an die Daten von Meta oder an die Daten von ChatGPT jemand rankommt oder auch an die anderen Daten, dann hat irgendjemand ein ziemlich mächtiges Tool in der Hand. Die Daten sind einfach sehr mächtig und diese Daten könnten gestohlen, missbraucht und so weiter und so fort werden. Weswegen wir aktuell tunlichst darauf achten, hoffe ich mal, dass keine privaten Daten, E-Mail-Adressen, Namen oder gar private Probleme in diese Trainingsdaten einfließen. Sprich, eigentlich dürfen wir ChatGPT nicht für wirklich private Überlegungen, vielleicht auch Brainstorming von privaten Projekten oder Ideen benutzen und schon gar nicht für den Code von der Arbeit, weil der ist eigentlich auch geschützt. Eigentlich könnten wir KI-Modelle momentan nicht wirklich benutzen, außer als bessere Google-Alternative, wenn wir es mal genau nehmen würden. Und deswegen gibt es da ein paar Tricks, beziehungsweise eine großartige Idee, wie man das Ganze ändern kann. Was wäre denn, wenn ich nicht einfach alle Daten in die Cloud zu einem einzigen Anbieter pumpe, sondern das Ganze ein wenig dezentralisiere? Das heißt, was wäre, wenn ich die Daten einfach dort lasse, wo sie herkommen, nämlich zum Beispiel bei verschiedenen Kliniken. Das Beispiel von Nvidia, das ich euch unten in der Beschreibung in den Quellen verlinke, das hat sich speziell mit Patientendaten beschäftigt. Hier werden die Daten dann nicht zu dem Anbieter getragen und nicht dort in ein einziges KI-Modell reingegossen, sodass die Daten wirklich alle bei zum Beispiel Nvidia liegen würden, sondern es lief anders ab. Es war Federated Learning. Man überträgt nicht die Daten, sondern man überträgt das KI-Modell des zentralen Anbieters an jeden Anbieter einzeln. Also zum Beispiel an jede Klinik jeweils einzeln. Und anschließend wird dort dann trainiert. Das heißt, dort wird das Modell ausgeführt. Und das kann man natürlich, und das wird auch weiter gesponnen, wenn wir private Informationen bei uns haben und die eigentlich ganz gerne in neuronalen Netzen verwenden würden, dann könnte man das natürlich auch mit unseren Daten machen. Also zum Beispiel mit unseren lokalen Informationen, welche Fotos wir auf unserem Rechner haben, welche
Bilder und Videos wir beispielsweise haben und die durchsuchen lassen, das ist natürlich etwas, was Privatsphäre technisch nicht ganz so gut funktioniert. Aber wenn wir das lokal bei uns machen, dann interessiert das eigentlich niemanden. So, jetzt ist natürlich der große Gedanke erstmal, wie soll das von der Rechenleistung gehen? Aber hier gab es schon einiges an Forschung von einfach kleineren neuronalen Netzen. Und wie wir wissen, mittlerweile ist es schon möglich, zum Beispiel kleinere LLMs lokal bei uns sogar auf dem Smartphone laufen zu lassen. Da war zum Beispiel Gemini Nano im Gespräch. Und Apple hat auch seine eigenen Modelle für das Smartphone entwickelt, die auch lokal laufen können. Das heißt, so abwegig ist das Ganze nicht. Aber wie soll das mit dem Training funktionieren? Bisher war ja immer nur die Rede von, wir lassen das lokal laufen. Wie soll das mit dem Training funktionieren? Nun, das schauen wir uns sofort an. Davor will ich euch aber noch ganz kurz auf eine wichtige Sache aufmerksam machen. Und zwar bin ich nächsten Freitag schon wieder, ja, das ist schon jetzt, in Köln beim ITCS. ITCS, IT Career Summit, das ist nicht nur eine Jobmesse, sondern eine richtige Konferenz, ein richtiges Festival, und ich möchte euch einfach alle herzlich einladen, da auch vorbeizugucken, weil es einfach jedes Mal eine wahnsinnig tolle Erfahrung ist, mit euch dort zu interagieren. Das heißt, wir können uns dort treffen, wir können dort reden, wir können über neue Technik-Sachen sprechen, wie zum Beispiel auch genau solche Themen wie das von heute. Und ich werde dort natürlich auch einen Vortrag halten. Ihr werdet, seht ihr gerade da, ihr werdet aber natürlich auch andere Sprecher dort haben. Ihr werdet zum Beispiel solche coolen Roboter dort finden. Ihr könnt Gaming betreiben. Ihr könnt einfach mal sehen, was wir mit Technik schon machen können. Und vor allem könnt ihr natürlich dort auch euch die Firmen angucken, die für euch eventuell einen Job haben. Plus, das Ganze ist einfach tatsächlich ein riesiges Festival. Ich kann euch nicht ganz alles sagen, aber ich kann euch eine Sache sagen, weil ich selber nicht weiß, was alles dieses Mal passieren wird. Es ist jedes Mal was anderes Geiles dabei. Ich habe zum Beispiel schon jemanden gesehen, der macht so temporäre Tattoos. Gab es einfach mal. Und ihr seht wahnsinnig viel davon im Hintergrund. Es ist super lustig, jedes einzelne Mal. Und deswegen, ja, das Ganze ist für euch 100% kostenlos. Das heißt, wenn ihr irgendwo in der Nähe von Köln seid, es gibt sogar Shuttlebusse zum ITCS, die auch für euch kostenlos sind. Das ist der Wahnsinn. Deswegen kommt auf jeden Fall ganz gerne vorbei. Es ist wirklich eine tolle Erfahrung und ich würde mir riesig wünschen, dass wir uns dort treffen, weil mir persönlich auch einfach wichtig ist, was ihr selber immer zu sagen habt, was ihr gerade macht und was ihr alles so an Erfahrungen aus der IT habt. Alle möglichen Erfahrungen dürfen auch gerne positive und negative sein, weil ich selber dann natürlich auch einfach sehr, sehr viel mitnehmen kann. Deswegen ja, ich freue mich riesig, dass ihr hoffentlich da sein werdet. Wie gesagt, nächsten Freitag Köln, das ist wirklich vor Ort und ja, wir hören uns dort, würde ich sagen. Aber jetzt lasst uns noch mal ganz kurz reingucken, wie genau eigentlich das ablaufen kann. Also zunächst einmal, hier ist der Trainingsablauf ein bisschen vereinfacht. Ihr habt lokale Daten auf eurem Gerät. Ist jetzt völlig egal, ob ihr ein Klinikum seid oder ob ihr wirklich einfach eure privaten Fotos beispielsweise in eine bessere Bilderkennung einbauen wollt. Ja, diese Daten sind aber sensibel. Da sind sensible Patientendaten, sagen wir jetzt einfach mal drin. Eure Patientendaten vielleicht auch, und ihr wollt die eigentlich nicht übertragen. An niemanden eigentlich, weil ihr die nicht teilen dürft oder wollt. Und deswegen gibt es folgende Möglichkeit. Ihr übertragt das neuronale Netz von dem Anbieter, der in der Cloud ist, das übertragt ihr auf euer eigenes Gerät. Dort wird dann der Trainingsprozess gestartet. Das heißt, eure Daten werden in das Modell eingewoben. So, ihr könnt euch das so vorstellen, da werden Parameter eben ganz klein bisschen angepasst. Das heißt, diese Parameter sind dann etwas anders als bislang, aber das steht nicht 1:1 drin. Er hat diese Krankheit, er hat diese E-Mail-Adresse, er hat das und das und das. Ne? Das steht da nicht drin. Da steht dann eigentlich nur ein paar geänderte Zahlen drin. Das Modell lernt sozusagen Rückschlüsse aus euren Daten zu ziehen und diese Rückschlüsse, die werden dann gespeichert. So, dann habt ihr eine neue Variante. Sagen wir einfach mal das Netz Nummer 2 gebaut, hier in beige. Und das übertragt ihr jetzt wieder an die Cloud. Jetzt passiert aber Folgendes. Die Cloud kann daraus im besten Fall eure Daten ja nicht auswerten, aber ihr seid ja nicht der Einzige, der das macht. Ihr seid ja einer von sehr, sehr vielen. Und hier habe ich ein bisschen in der Forschung gelesen. Ich verlinke euch die ganzen Paper unten. Die Idee dahinter ist, dass nicht nur eine Person, 2, 3 oder gar 4, wie hier dargestellt, das machen, sondern wirklich mehr Leute dieses Modell extra trainieren,
als eigentlich Trainingsdaten da sind. Viel mehr Leute sollten daran beteiligt sein. Das heißt, im Grunde genommen ungefähr sowas, was passieren würde, wenn Google ihr Gemini-Modell auf unsere Smartphones überträgt, dort dann ein bisschen Training laufen gelassen wird und dann wird es wieder an Google zurückgeschickt. Jetzt habt ihr natürlich aber andere Trainingsdaten da stehen wie ich. Wahrscheinlich habt ihr sogar andere Mengen an Daten da stehen. Nehmen wir einfach mal das Fotobeispiel nochmal. Wir wollen Fotos clustern. Wir wollen quasi Gesichtserkennung drauf machen zum Beispiel und lernen, wie Gesichter gebaut sind. Dann habt ihr natürlich eine andere Menge an Fotos auf eurem Handy als ich. Und deswegen bekommt ihr eine andere zweite Version, als ich das bekomme. In unserem Fall habe ich das jetzt hier mal durch die verschiedenen Zweier versucht darzustellen. Das sind wirklich komplett unterschiedlich trainierte Netze, aber trotzdem ist es jeweils nur eine zweite Version. Was jetzt passiert ist, ihr übertragt das alle wieder, oder wir übertragen das alle wieder an die Cloud zurück. Nehmen wir einfach mal Google wieder als unseren Anbieter, der uns diese Bilderkennungs-KI übermittelt hat. Und dort soll jetzt eine Art Mischmasch, eine Art Rückschluss aus all diesen Submodellen gezogen werden. Und das funktioniert lustigerweise, indem man einfach einen Mittelwert bildet. Das heißt, ihr nehmt die ganzen Parameter von all diesen Netzen und mittelt die einfach. Das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Wirklich, es gibt hier mehrere Ansätze, wie man das machen kann. Aber das war der einfachste, den ich gefunden habe. Ich fand den super. Und wenn wir diese Parameter im Endeffekt gemittelt haben, ja, haben wir Rückschlüsse gezogen aus jedem einzelnen extra trainierten Modell. Und plötzlich haben wir in der Cloud ein neues Modell, ein zweites Modell, obwohl wir eigentlich nur sehr viele unterschiedliche Zweiermodelle hatten. Ein Modell, das aus allem Rückschlüsse gezogen hat. Das ist extrem faszinierend, hat aber natürlich seine Tücken. Dennoch, einmal ganz kurz hier das Beispiel, das Nvidia gebracht hat für Federated Learning. Und zwar nehmen wir an, wir haben mehrere, ein Netz oder ein neuronales Netz im Endeffekt, das für Gesundheitsdaten da ist. Hier soll jetzt tatsächlich sowas passieren, oder das war Nvidias Idee, wie gesagt, dass man das einfach überträgt an verschiedene Krankenhäuser, Treatment Center und medizinische Forschungszentren. Dort jeweils alle Daten, die man hat, verwendet, um das Modell zu trainieren. Also auf mehreren, nicht nur auf den dreien, sondern halt auf wirklich, wirklich vielen. Und da nimmt man einfach alle Daten, die man hat, berechnet eine neue Version davon und packt das dann alles wieder zurück auf diesen Federated Server, der dafür zuständig ist, dieses Modell dann zu verwalten und an alle auszuteilen. So, das ist eine tolle Idee an sich und hat aber natürlich einige Implikationen. Und da finden wir schon eigentlich den ersten Grund, warum das noch nicht funktioniert. Zunächst einmal, wenn wir auf unserem Gerät lokal, also beispielsweise auf unserem Smartphone, dieses neuronale Netz trainieren wollen, dann müssen wir ja ein wahnsinnig starkes Smartphone haben. Fürs Training von KI-Modellen, von großen KI-Modellen, wird momentan wirklich Grafikkarten im Wert von 40.000 € auf einmal verwendet. Oder gar noch mehr. Ja. ChatGPT wird nicht umsonst oder sucht nicht umsonst gerade nach Milliarden Euro. Und jeder größere KI-Anbieter möchte auch genau so einen starken Trainingscluster haben. Man braucht gigantische Trainingsressourcen, Hardware-Ressourcen, die natürlich bei uns auf dem Handy nicht vorhanden sind. Im Gegenteil, unser Handy muss eigentlich sogar gleichzeitig noch, die anderen Dinge machen und tragbar sein und auf Akku laufen. Also mit einem Smartphone ist sowas eher schwierig zu machen. Es bedeutet aber auch auf der anderen Seite, dass die Modelle lokal auf unseren Smartphones ausgeführt werden können. Das heißt, wir haben hier einmal eine Hardware-Limitierung. Und diese Hardware-Limitierung ist so ein bisschen das, was das Ganze unpraktisch macht. Man kann das aber durchaus mit kleineren Modellen tun. Die sind dann halt einfach nicht so stark, aber man kann trotzdem diese privaten Daten da einweben. Das zweite ist, die Daten werden an sich niemals direkt an den Server übermittelt. Alle Trainingsdaten bleiben lokal. Nur das fertig trainierte zweite Modell geht dann zurück an den Server. Und wenn das die anderen Nutzer bekommen, dann ist das nicht das zweite Modell, das ihr auf euren Daten trainiert habt, sondern es ist das zweite Modell, das gemittelt wurde auf
allen Daten, auf allen zweiten Netzen, die wir bekommen haben. Das heißt, es wird im Endeffekt niemals exakt eure Version irgendwohin übermittelt, außer einmal an den Federated Server, um das zweite Modell oder das weitere Modell zu bauen. Das heißt, eigentlich sollten die sensiblen Daten fürs Training privat genug sein und man kann das dann benutzen. Ist natürlich nicht ganz so privat wie ein Feintuning auf einem KI-Modell, das wirklich nur lokal bei euch läuft, denn es wird ja schon wieder anderen zur Verfügung gestellt, aber es ist eine Art Mittelweg. Aber das dritte ist auch wieder ein kleines Problemchen, und zwar die Modellübertragung. Denn man kann nicht nur einen Teil des Modells trainieren, da würde was Komisches bei rauskommen, sondern man überträgt wirklich das gesamte Modell. Also das gesamte Modell muss an euch geschickt werden, dann auf eurem System ausgeführt werden und dann auch wieder komplett zurück an die Cloud geschickt werden. Da gibt es kein ein bisschen Modell schicken, da wird alles geliefert. Und das ist unpraktisch, weil diese Modelle heutzutage schon mehrere Gigabyte haben. Alle LLMs, die ihr lokal bei euch ausführen könnt, also die stärkeren, sind aktuell so ungefähr 30 bis 40 Gigabyte groß. Und wenn ihr natürlich besonders starke haben wollt, also das sind die, die ich bei mir auf dem Rechner habe, wenn ihr besonders starke haben wollt, dann sind die nochmal deutlich größer. Das zu übertragen dauert. Da müssen wir auch eine relativ schnelle Internetleitung haben. Und Punkt 1 und Punkt 3 sind so ziemlich das, was das Ganze ein bisschen limitieren. Zumindest an der Oberfläche. Aber es gibt ja durchaus Rechner, bei denen ist es egal, wie lange eigentlich sowas runterlädt und dann wieder hochlädt. Ich habe bei mir auch mehrere Modelle, die schon über 30 Gigabyte haben. Und ganz ehrlich, ich kann die ja auch bei mir lokal ausführen. Ich kann die also auch durchaus trainieren. Klar, ich bin in der Größe beschränkt. Ich kann jetzt nicht ein Llama 3.1 oder sowas bei mir feintunen. Das schafft mein Rechner nicht. Aber ich kann durchaus ein kleineres Modell, ein Llama 3, bei mir auf dem Rechner ausführen und sogar trainieren. Und das würde ja eigentlich schon reichen. Und auch das Wiederhochladen, 30 Gigabyte, mein Gott, das kann man mal an einem Nachmittag hochladen, wenn man einigermaßen vernünftiges Internet hat. Smartphones vielleicht noch nicht, aber für Server oder für Betriebe ist das eigentlich kein Problem. Was ist dann also das Problem? Warum haben wir das noch nicht? Nun ganz einfach, weil es Angriffe dafür gibt. Es gibt mehrere Arten sogar von Angriffen, sowas wie User Inference Attacks oder Member Inference Attacks, die ich eigentlich noch separat ein bisschen genauer betrachten möchte. Wir haben aber auch Model Poisoning und wir haben Extraction Attacks. Eigentlich hauptsächlich Inference Attacks und Model Poisoning sind so ziemlich die großen Probleme. Und die beiden möchte ich euch noch ganz kurz vorstellen. Denn die machen genau bei solchen Modellen, genau bei Federated Learning ganz speziell ein großes Fragezeichen hinter Privacy. Bei einer Inferenzattacke oder bei einem Inference Attack passiert Folgendes. Ich frage einfach mal nach, hey, welche E-Mail-Adressen von Cedric Mössner kennst du? Und nehme einfach mal an, dass auf meinem LLM wirklich diese E-Mail-Adressen trainiert wurden. Wenn ich das Ganze bei mir auf meinen privaten Daten ausführe, dann kann das ja durchaus sein. Oder Bilderkennung. Ihr fragt einfach nach weiteren Bildern einer Person. Und wenn diese Bilder dieser einen Person wirklich in den Trainingsdaten drin sind, dann versucht eine Inference Attack genau diese Bilder wieder zu reproduzieren. Und selbst wenn es nicht so akkurat ist, nicht immer hundertprozentig richtig ausgegeben wird, bei solchen Texten, bei kleinen E-Mail-Adressen, da sind vielleicht ein paar Fehler dabei, aber trotzdem kann ich was dabei extrahieren. Und genau das ist dieser sensible Bereich, genau das ist das Problem, wenn jetzt das Modell hier wirklich auf meinen E-Mail-Adressen trainiert wurde und dann, nachdem ich ein Beispiel angebe, ihr erinnert euch ans Prompt Engineering, mir dann 2 weitere zurückgibt, die tatsächlich meine E-Mail-Adressen sind, dann wäre das ziemlich schlecht. Dann wäre das eigentlich sehr, sehr unpraktisch, denn ich möchte natürlich nicht, dass irgendjemand meine E-Mail-Adressen daraus wieder ableiten kann, nur weil ich sie in den Trainingsdaten vielleicht aus Versehen drin hatte. Es ging ja darum, dass ich private Daten verwenden darf in meinem Training. Dafür machen wir ja Federated Learning. Dafür wollen wir sie ja gerade nicht an die Cloud übermitteln. Und bei einer Inference Attack wird genau das gemacht. Man versucht tatsächlich einzelne Datenpunkte, hier sehr stark vereinfacht übrigens, einzelne Datenpunkte wieder zu extrahieren aus einem KI-Modell. Das funktioniert aber
in vielen Fällen nicht gut. Und hier möchte ich mal aus einem Paper direkt zitieren. Es ist nicht so einfach, da wieder was rauszubekommen. Diese Werte hier, dieses Punkt, bla bla bla, das bezeichnet, wie nah im Endeffekt an Zufall das Ganze ist. Wenn ich wirklich 0,500 hier hätte, dann wäre das komplett geraten. Das heißt, es ist im Endeffekt ist da 1 drin oder ist da 0 drin und das Modell rät einfach, ob da jetzt 1 oder 0 drin ist. Es produziert mir sozusagen falsche Informationen. Und was wir hier sehen können, ist definitiv, je kleiner das Modell ist, also gerade bei diesem 70M-Netz, sind wir verdammt nah an 0,5 dran. Mit dem Wikipedia-Datensatz, mit GitHub, mit PyRCC und mit PubMed Central. Wir sind sehr nah an 0,5 dran. Was bedeutet, es ist quasi so, als würde das neuronale Netz, das KI-Modell, raten, welche Daten da jetzt noch drin sind, als wären diese E-Mail-Adressen beispielsweise komplett einfach zufällig generiert. Das Modell weiß, wie eine E-Mail-Adresse aussieht, aber es weiß halt nicht, welche meine ist. Und genau das ist ja genau das, was wir haben wollen. Genau das wollen wir nämlich haben. Wir wollen unsere Daten fürs Training benutzen, aber am Ende soll für einen Angreifer nicht möglich sein, die Daten wieder einzeln zu extrahieren. Allerdings wird das deutlich schwerer, also der Angriff wird deutlich besser, je größer mein Modell ist. In dem Paper wurden hier allerdings nur Modelle bis 12 Milliarden Parametern untersucht von 70 Millionen Parametern. Und wir sehen hier, von 0,503 sind wir auf 0,516 hochgegangen, wenn das Netz größer wird. Und je nach Datensatz sind wir hier fast bei 0,7 angelangt, was deutlich besser ist als zu raten. Das heißt, die haben auch noch ein paar andere Sachen vorgestellt. Ich verlinke euch das Paper, wie gesagt. Das heißt, es gibt solche Angriffe, zumindest aktuell noch. Das zu lösen, ist ein nicht ganz so triviales Problem, aber auch so einen Angriff durchzuführen, ist auch alles andere als einfach. Aber natürlich müssen wir uns drum kümmern. Und die Technik, neuronale Netze oder KI-Modelle, LLMs, das ist jetzt nichts, was wir wirklich schon so perfekt untersucht haben, dass wir solche Angriffe ausschließen können. Es gibt schon übrigens einzelne Lösungsansätze, kleine Modelle zu verwenden, ist kein Lösungsansatz, weil wir wollen uns nicht auf kleine Modelle beschränken. Im Zweifelsfall, wenn wir können, wenn wir die Leistung dafür haben, dann wollen wir auch gigantische Modelle haben und die bei uns trainieren können, ohne dass potenziell was Bösartiges passiert. Denn je größer das Modell, desto mehr Rückschlüsse kann ich aus Daten ziehen. Aber was geholfen hat, war Randomness ins Training einzubauen. Das heißt, wenn da zum Beispiel eine E-Mail-Adresse kontakt@the-morpheus.de im Training vorkommt, dann füge ich halt noch einen Kontakt mit C rein, also contact@the-morpheus.de. Und diese E-Mail-Adresse existiert beispielsweise nicht. Ich baue sozusagen E-Mail-Adressen ein, die Sinn machen, die richtig aufgebaut sind, die aber an sich nicht existieren. Und wie soll dann irgendjemand noch rausfinden können, dass das eine echte E-Mail-Adresse ist und das andere nicht? Das ist die Idee dahinter. Also stark vereinfacht, wie gesagt, auch hier. Ich müsste auf die einzelnen Angriffe nochmal im Detail eingehen. Das heißt, Inference Attacks sind noch ein Thema, aber man arbeitet dran, dass es besser wird. Ebenfalls ein Thema sind aber Model Poisoning Attacks. Model Poisoning bedeutet, dadurch, dass ja das Training auf meinen Daten passiert und absichtlich keine Daten an den Server übertragen werden, habe ja auch ich die volle Kontrolle darüber, was das zweite Modell auf meinem System lernt. Und da kann ich natürlich alles machen. Wir wissen das vielleicht aus der Webentwicklung. Client-seitigen Code zu vertrauen, ist nicht so gut, ist meistens ein Problem. Und deswegen machen wir das normalerweise nicht. Hier sagen wir aber ganz explizit, wir wollen den client-seitigen Code vertrauen. Wir wollen explizit die Daten gar nicht vorher sehen. Wir wollen sie nicht überprüfen und wir wollen sie trotzdem einfach in unsere Trainingsdaten reinballern. Und das kann natürlich dazu führen, dass die Daten potenziell einfach das ganze Modell zerstören. Also wenn ich wirklich erlaube, dass ein großes Training damit zu tun hat, da gab es Möglichkeiten, einfach das komplette Modell nur noch gibberish ausspucken zu lassen. Nehmen wir einfach mal an, ich übertrainiere jetzt mein Modell mit einfach, es produziert nur noch A's, dann produziert es plötzlich wirklich vielleicht nur noch A's in manchen Fällen. Und das bedeutet, ich kann ein Modell bzw. einen Anbieter von Federated Neural Networks kann ich einfach Denial of Servicen. Das heißt, ich kann ihn komplett zerstören. Und wenn das möglich ist, dann wird das auch passieren. So funktionieren einfach Angreifer.
Das ist ein großes Problem. Das zweite große Problem ist aber, ich kann ganz gezielt falsche Informationen in meine Trainingsdaten einfügen. Also nehmen wir einfach mal an, wir sagen nicht, Cedric Mössner ist hier Dozent und hat Informatik Master studiert und hat eine Academy gegründet und so weiter und so fort, sondern wir sagen, er ist ein Lifestyle-YouTuber, hat seine eigene Kaffeemarke auf den Markt gebracht. Das wäre tatsächlich eine Idee. Nehmen wir was Absurderes. Hat seine eigene Energy-Drink-Marke auf den Markt gebracht. Er ist natürlich immer perfekt rasiert und hat eine Glatze. Ne? Also solche Sachen könnte man dann sagen. Und offensichtlich sind diese Informationen dann falsch. Ja? Das kann ich mit allen möglichen Themen machen. Dadurch, dass aber die Trainingsdaten ja komplett lokal liegen und ich die absichtlich nicht überprüfen möchte, weil sie sensibel sind, kann ich das nicht verhindern. Da gibt es einfach eine sinnvolle Technik, weil es ja kleinseitig laufen soll. So, und das macht die Sache sehr, sehr schwer, weil wir müssen dann irgendeinen Verifikationsmechanismus haben. Wir könnten natürlich sagen, wir teilen das wieder nur an die Forschungszentren aus, aber dann haben wir wieder das Problem, dass wir die Daten von Menschen nicht sinnvoll benutzen können. Und was es tatsächlich auch schon gab, ich bin mir aber relativ sicher, dass sich das verhindern lässt, es gab sogenannte Backdoor-Attacks. Das heißt, man hat ein LLM dazu trainiert, wirklich bösartige Aktionen auszuführen. Also nehmen wir einfach mal an, ich frage dann, hey, welches Wetter wird es morgen hier haben? Und das Modell fängt dann nicht an, nach dem Wetter zu suchen online, sondern es fängt halt an, eine Website zu hacken. Läuft lokal auf meinem System, hackt eine Webseite, das kann mir ganz schnell eine Anzeige einheimsen. Und deswegen möchte man natürlich so eine Backdoor-Attack nicht haben. Also man möchte keinen Angriff haben, der beispielsweise Aktionen ausführen kann in meinem Namen. Was aber durchaus möglich ist, wenn die Trainingsdaten stimmen. Wenn in den Trainingsdaten drin steht, schreib eine SQL-Injection an diesen API-Parameter, wenn du nach dem Wetter fragen sollst, dann lernt das Modell das. Und das Modell weiß am Anfang natürlich nicht zu unterscheiden, wie das oder was das Wetter ist. Ne? Und da muss man sich drum kümmern. Und das ist tatsächlich noch das größte Problem aktuell. Model Poisoning ist nicht einfach zu lösen, weil wir, also gerade bei Federated Learning, alles lokal laufen lassen. Es gibt Ansätze allerdings, die will ich ganz kurz mit euch durchsprechen. Model Pruning, der erste Punkt hier, der bezeichnet den Vorgang, dass man einfach Teile des Modells wieder abschneidet. Das heißt, ich habe was gelernt und schneide random einfach Dinge wieder weg. Das hilft in gewisser Weise, weil das Modell so mehr generalisieren muss. Und wenn wir dann nur einen Angreifer auf, sagen wir mal, 100.000 normale Menschen haben, die das nicht böse meinen, dann kann man dem Ganzen Herr werden, weil dann dieses eine so wenig Gewicht hat, dass es nicht wirklich das gesamte Modell kaputt macht. Das zweite wäre, die Daten zu kontrollieren, was einfach genau das ist, was wir nicht haben wollen. Das dritte wäre Feintuning. Das heißt, ich trainiere oder ich lasse mein Modell Federated trainieren, habe dann ein Basismodell und dann kommt noch mal eine fein trainierte Schicht obendrauf mit Daten, die ich ganz speziell kontrolliert habe, so wie quasi aktuell die zensierten Netze entstehen und da quasi keine bösartigen Sachen rausbringen dürfen. Was auch ein Ansatz ist, was aber wiederum viele der User-Trainingsdaten leider wegwirft. Gleichzeitig haben wir noch sowas wie Sanitization Techniques, Outlier Detection oder Robust Aggregation, das sind einfach tolle Namen. Bei Sanitization wird wie bei Input Sanitization von Websites abgeschnitten, was nicht da sein soll. Das heißt, da kommt dann einfach eine Software und überprüft, ist das vielleicht bösartiger Code, sind das bösartige Lerndaten? Und falls das so ist, werden die einfach weggeworfen. Sanitization auf der kleinen Seite, also da, wo das Netz trainiert wird, ist allerdings immer ein bisschen schwierig, weil die kann man theoretisch umgehen, wenn man den ganzen Code zum Beispiel reverse engineert und dann sich wirklich Mühe gibt und das Ganze kaputt macht. Bringt uns also auch nur bedingt etwas, weil es eben halt alles kleinseitig läuft. Und Outlier Detection wäre sowas wie, wenn die Daten ganz besonders sind, das ist eigentlich eine Form von Sanitization, wenn die Daten ganz komisch sind, ganz exotisch sind, dann werfe ich sie halt einfach weg. Das kann ich allerdings vielleicht auf dem Server machen, wenn sich zum Beispiel mein Modell 2 von mir, einem bösartigen Angreifer zum Beispiel, von allen anderen 100.000 gutartigen sehr, sehr stark unterscheidet in Hinsicht der Trainingsdaten oder der Parameter. Dann kann ich zum Beispiel dieses eine zweite Netz wegwerfen. Das wäre Outlier Detection. Und bei Robust Aggregation, das braucht ein ganzes Video für sich. Das sind aber alles nur Ansätze. Eine Garantie, um das zu verhindern, gibt es bislang noch nicht wirklich.
Und genau aus diesem Grund ist die Forschung da noch dran. Genau aus diesem Grund haben wir noch kein Federated Learning. Und genau aus diesem Grund hat übrigens Gartner auch in ihrem Hype-Cycle-Report das Ganze noch auf den aufsteigenden Ast gesetzt und gesagt, so in 5 bis 10 Jahren können wir damit rechnen, dass es wirklich da ist. Trotzdem ist das Ganze natürlich eine tolle Möglichkeit, weil wir Rechenleistung von mehreren Geräten kombinieren können. Wenn jeder von uns ein Modell trainiert und das dann wieder gemeinsam verwendet werden kann, dann brauchen wir nicht einen Server, der vielleicht mehrere Jahre durchläuft, sondern, naja, wir können einfach alle unsere Endgeräte benutzen und haben das in ein paar Wochen fertig. Dementsprechend, ich glaube, dass das schon ein sehr, sehr starker Ansatz ist, aber diese Probleme muss man natürlich vorher noch lösen. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hier noch einmal ganz kurz der Aufruf. Ihr könnt durchaus mal gerne bei mir bei Instagram vorbeigucken und bei meinem Newsletter vorbeigucken. Dort habe ich zum Beispiel im Newsletter auch über den Gartner Hype Cycle relativ ausführlich gesprochen, weil dort natürlich noch mehr Informationen drin sind, noch mehr Sachen auf dem Hype Cycle stehen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr interessant, einfach einmal in der Woche so eine Zusammenfassung, was alles passiert ist, zu bekommen. Instagram ist allerdings auch sehr, sehr cool. Möchte ich auch wärmstens empfehlen. Dort teile ich nämlich immer wieder Projekte, Videos von anderen Kanälen und so weiter und so fort. Und ich glaube, es lohnt sich einfach. Deswegen kann ich euch das auch sehr empfehlen. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.